Die Olympischen Spiele 2016 in Rio, das ist ihr Ziel. Dafür trainiert die Radnationalmannschaft bei 40 Grad Hitze mitten in der afghanischen Wüste. Aber das ist nicht das größte Problem der Sportler, denn alle sind Frauen. Und die haben in Afghanistan noch mit ganz anderem zu kämpfen. Immer wieder werden wir von Männern, denen das nicht gefällt, attackiert. Ich wurde schon zweimal in voller Fahrt vom Fahrrad gezerrt oder von einem Motorrad umgefahren. Wir sind in Kabul, Afghanistan. 14 Jahre nach dem Sturz der Taliban hat das Land die Frauenrechte zwar deutlich gestärkt, doch viele Verbote des Taliban-Regimes stecken noch in den Köpfen der Menschen. So ist Fahrradfahren auf der Straße ausschließlich Männersache. Unser Reporter Raphael Lauer ist in Kabul, um Mädchen zu treffen, die das nicht akzeptieren wollen und auf Rennrädern ihre Revolution starten. Das erste Frauenfahrradteam Afghanistans. Wir treffen Trainer Sadiq Siddiqui schon früh morgens um 6 mitten auf der Hauptstraße. Startet ihr jeden Morgen von hier? Meistens, ja. Aber oftmals noch früher am Morgen. Dann ist die Straße nicht so befahren und wenig Leute unterwegs. Das ist besser, sowohl vom Verkehr, aber auch, dass uns niemand stört. Heute starten wir wegen euch ein bisschen später. Im Prinzip darf jedes Mädchen mitmachen. Zurzeit sind es 11, die gemeinsam mit dem Rad trainieren. Alle zwischen 16 und 20 Jahre alt. Wir schauen uns die Sportlerinnen an. Für uns ganz normal, junge Frauen machen sich zum Fahrradfahren fertig. Doch hier in Kabul erregt allein das schon Aufmerksamkeit. Unserem Reporter fällt noch etwas auf. Das sind richtig gute Räder. Wo habt ihr die her? Die hat uns ein amerikanischer Hersteller geschenkt, als er von uns gehört hat. Das ist toll. Damenräder. Davor mussten wir mit Kinder- oder kleinen Herrenrädern trainieren. Zu Zeiten der Taliban durften Frauen das Haus ohne ihren Mann und Burka nicht verlassen. Wer es dennoch tat, wurde mitunter auf offener Straße verprügelt. Offiziell ist Fahrrad, Motorrad oder Autofahren für Frauen heute nicht mehr unter Strafe gestellt. Die neue Regierung unterstützt sogar die Idee eines Frauenteams. Allerdings ist das nicht die Meinung aller Männer im Land. Reporter Raphael hält sich erstmal ein bisschen zurück und fährt mit dem Coach im Auto. Also wenn man hier mal guckt, ist jetzt vielleicht auch nicht so das beste Begleitfahrzeug, um das herauszufinden. Also wir haben jetzt ungefähr 20, 30 km/h, mit dem wir hier die Berge raufdüsen, das ist schon nicht schlecht. Unser Reporter wird noch feststellen, wie anstrengend Radfahren in Afghanistan ist. Erstmal will er wissen, was Trainer und Team antreibt. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Frauenfahrrad-Nationalteam ausgerechnet in Afghanistan zu gründen? Ich liebe Radfahren. Und meine Tochter wollte das auch immer. Da habe ich sie dann immer mitgenommen. Und irgendwann dachte ich, warum soll so etwas in anderen Ländern möglich sein und nicht bei uns auch? Aber ist das denn nicht gefährlich? Natürlich ist es das. Viele Leute werfen Steine. Sie beschimpfen die Mädels aufs Übelste oder reißen sie sogar von den Rädern. Das ist halt hier noch etwas Ungewöhnliches. Auch wir merken schnell, fast alle Männer starren dem Team hinterher. Auf unserer nur 5 Kilometer langen Tour an diesem Morgen brüllen Passanten wilde Beschimpfungen hinterher. Und die Mädchen fahren einfach weiter. Unser Reporter will herausfinden, warum die jungen Frauen sich nicht an den Provokationen stören oder wie sie damit umgehen. Vor den Toren Kabuls hat Raphael die erste Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Frühstück in einem streng vor Bombenanschlägen bewachten Park. Hier können die Mädchen in Ruhe Pause machen, ohne vom Straßenrand angepöbelt zu werden. Ich habe viele dieser Blicke spüren können heute, von Leuten, die euch anstarren. Habt ihr Angst?
Doch, natürlich. Es kommt ja auch immer wieder zu Übergriffen. Ich wurde schon zweimal in voller Fahrt vom Fahrrad gezerrt oder von einem Motorrad umgefahren. Aber Radfahren ist unser Recht. Da muss man aufstehen, sich wieder in den Sattel schwingen und weitermachen. Nicht nur Marian, Sadiqs Tochter, beinahe jedes der 11 Teammitglieder ist in irgendeiner Art und Weise schon mal angegriffen worden, weil sie Fahrrad fahren. Und trotzdem sitzen sie alle wieder hier in Radlertrikots. Alle verstehen und sprechen übrigens Englisch. Und als unser Reporter das erste Mal auf Deutsch in die Kamera spricht, legt die 16-jährige Chola Samast noch einen drauf. Okay, also Fleisch, Ei, Brot. Es ist nicht nur sehr protein- und eiweißhaltig, es schmeckt tatsächlich auch echt lecker. Also so müsste Frühstück eigentlich immer sein. Hey, sprichst du Deutsch? Ja? Kommst du aus Deutschland? Ja? Ah, ich kann auch Deutsch sprechen. Ja, ich höre es. Ich komme mal zu dir rüber. Darf ich? Wieso möchtest du denn nach Deutschland? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte. Ich möchte in Freie Universität Berlin studieren und ich möchte auch Medizin studieren. Ich kann mir das irgendwie so gar nicht vorstellen, dass man nicht Fahrrad fahren darf. Also, dass dir jemand verbietet, Fahrrad zu fahren. Wie? Ja, hier gibt es viele Probleme hier. Und wenn wir Fahrrad fahren, ja, Leute sehr stolpern uns und wir machen nichts über diese Probleme. Außer, wie war das noch? Aufstehen, wieder in den Sattel schwingen, weitermachen. Trainer Sadiq will, dass Reporter Raphael morgen selbst mit dem Team fährt. Und bevor der Coach das Training für heute offiziell beendet, überrascht uns Chola ein zweites Mal. Die 16-Jährige lädt uns am Nachmittag ein zu sich nach Hause, um mehr über Deutschland zu erfahren. Das Angebot nehmen wir gerne an, aber vorher hört sich unser Team um. Was halten die Leute in Kabul wirklich von Fahrradfahrenden Frauen? Ich finde das schon okay, aber ich weiß nicht. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür. Also ich persönlich habe da nichts gegen, aber es ist gegen die Scharia, gegen das Gesetz. Ich finde das gut. Das zeigt, dass unser Land voranschreitet. Am frühen Nachmittag sind wir mit Chola verabredet. Wir sind ohnehin schon beeindruckt von der 16-Jährigen und von dem, was sie auf sich nimmt, um Teil des afghanischen Nationalteams zu sein. Einfach so ein ausländisches Fernsehteam in die Wohnung der Familie einzuladen, in Afghanistan sicher ungewöhnlich. In der Nähe des Flughafens wohnt sie auf 80 Quadratmetern, zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und der älteren Schwester. Der Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Das Geld für ihre Hobbys verdienen Chola und ihre 19-jährige Schwester Jolasht selbst, die nebenbei bemerkt zu Besuch in ihren Semesterferien ist aus Harvard. Dort studiert sie Journalistik, Human Rights und ist auch Pressesprecherin des Internationalen Roten Kreuzes in Afghanistan. Wann bist du das erste Mal Fahrrad gefahren? Vor 2 Jahren. Oh nein, wenn ich ein sehr kleines Kind war. Wie oft gehst du Fahrrad fahren in der Woche? 5-mal in der Woche, aber nur einmal mit unserem Team. Und andere 4-mal gehe ich alleine. Alleine? Ja. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Es ist, aber Leute kennen das nicht. Der Gedanke, dass hier ein Mädchen ein Fahrrad fährt, ist unvorstellbar für viele. Wenn sie es sehen, glauben sie es nicht. Sie denken, sie träumen. Ach so, das ist so unvorstellbar, dass wenn sie es sehen, glauben, es ist ein Junge? Genau, wenn die den Helm aufhat, glauben sie, das ist ein Junge oder sonst was. Aber trotzdem, hast du keine Angst um deine Schwester? Natürlich. Jedes Mal, wenn sie vor die Tür geht. Mama und ich rufen sie ständig an, obwohl ich weiß, dass das für sie doof ist. Sie muss ja trainieren. Sie muss das machen, damit sie ihre Ziele erreicht. Ihre Ziele verrät sie uns in ihrem Kinderzimmer. Radrennen bei den Olympischen Spielen 2016 gewinnen, in Berlin studieren, Chirurgin werden. Seit einem Jahr lernt sie dafür in ihrer Freizeit Deutsch, 3-mal pro Woche am Goethe-Institut. Und Gitarre spielen kann sie auch noch. Wir verabschieden uns früh. Schließlich will unser Reporter morgen mit aufs Fahrrad steigen, um am eigenen Leib zu spüren, was die Mädchen tagtäglich auf sich nehmen.
Zurück im Hotelzimmer verunsichern uns die Nachrichten des Tages. Nur 5 Minuten von Jolas Wohnung entfernt mal wieder ein Selbstmordattentat. Beinahe täglich explodiert in Afghanistan eine Bombe. Ehrlich gesagt ist das schon ein richtiges Scheißgefühl, wenn man weiß, dass man genau da irgendwie vor 30, 40 Minuten noch lang gelaufen ist. Und vor allem, wenn man weiß, dass man halt morgen da wieder auf die Straße muss. Raphael beschließt, noch vor dem Training zum Ort der Explosion zu fahren, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Und er traut seinen Augen nicht. Wo vor nicht einmal 12 Stunden noch ein Dutzend Menschen ums Leben kamen, verkaufen die Anwohner wieder Obst am Straßenrand. So als wäre nie etwas gewesen. So normal ist es für Kabuls Einwohner. Es scheint, als hätten alle hier die gleiche Einstellung. Wie war das noch? Aufstehen, wieder in den Sattel schwingen, weitermachen. Auch die Stimmung bei Sadiq und seinem Damenradrennstall ist gut. Über das Attentat spricht keiner. Stattdessen zeigt uns Sadiq seine Trophäen. Seit 7 Jahren trainiert er die jungen Frauen. Davor war er lange Zeit der einzige Radsportler Afghanistans und konnte sogar einige Pokale bei internationalen Turnieren abstauben. Aus Freude über den Besuch schenkt der Trainer unserem Reporter eines seiner Radtrikots. Ja, ist ja nicht so, als würde ich mit meiner Hautfarbe und dem Frauenfahrrad-Nationalteam nicht schon genug Aufmerksamkeit erregen. Da kann man ruhig noch bauchfrei durch Afghanistan radeln. 100 Kilometer quer durch Afghanistan stehen heute auf dem Trainingsplan. Coach Sadiq verlängert zurzeit jede Woche die Strecke. Schließlich bereitet sich das Team auf die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien vor. Ein internationales Radrennen sind die Mädchen übrigens schon gefahren und mächtig stolz. Ein 3. Platz in Pakistan. Raphael wird schnell klar, mit einer normalen Fahrradtour hat das, was das afghanische Nationalteam täglich auf sich nimmt, wenig zu tun. 2 Dinge, die irgendwie ein bisschen komisch sind. Einmal ist es der Verkehr, weil die fahren wie die Irren in der Stadt und nehmen halt überhaupt gar keine Rücksicht auf Fahrradfahrer und schon gar nicht auf uns. Jetzt kommen da wieder eine ganze Leute hier einfach reingebrettert. Und zum anderen ist das die Leute, die einen anstarren. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht, aber tatsächlich jeder, der hier vorbeiläuft, wirklich jeder starrt einen an. Erst als wir den Stadtrand erreichen, werden die Blicke weniger. Obwohl gerade in ländlichen Gebieten mehr Konservative und streng Religiöse leben als in der Stadt. Und Frauen wie Jola auf ihrem Freiheitssymbol Fahrrad noch weniger gern gesehen sind. So, warum trägst du eigentlich kein Kopftuch? Weil ich will nicht den Kopftuch tragen. Warum? Es ist sehr heiß und wenn wir einen Kopftuch tragen... Man könnte meinen, für Jola ist es Teil der Revolution, kein Kopftuch zu tragen. Ist wahrscheinlich auch so. Hat aber hier in der afghanischen Wüste auch einen ganz pragmatischen Zweck, den unser Reporter auf 2500 Metern Höhe schnell zu spüren bekommt. Also, es ist nicht das besonders schnelle Grundtempo oder so, was es hier ganz schön anstrengend macht, sondern es ist einfach die Hitze. Es ist jetzt ungefähr, die Sonne steht direkt am Himmel. Es ist bestimmt 40 Grad, in denen die 16-Jährigen hier durch die Wüste donnern. Ja, das haut echt rein. Sie werden beschimpft, mit Steinen beworfen, angefeindet. Alles für das große Ziel, einmal Radfahren bei den Olympischen Spielen. Unserem Reporter Raphael reicht schon ein einziges Training, um vor diesen mutigen Frauen den Mut zu ziehen. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.